Trainingsbeginn morgen 7 Uhr. Bis dahin muss Dionysos bereit sein. Alles klar. 7 Uhr. Muss ich euch daran erinnern, wie wichtig dieses Rennen für uns ist? Ist der Futterplan angepasst? Jupp. Das Sattelzeug ist auch schon poliert. Dana, beschwer dich nicht über deine Aufgaben. Du bist freiwillig vom Jockeyposten zurückgetreten. Oder etwa nicht? Das haben die Mädels bestimmt unter sich geklärt. Mhm. So kann man es auch nennen. Okay, es ist wirklich spät. Machen wir Schluss für heute. Okay. Nacht. Das ist doch nicht mal ein schneller Abgang. Also jedenfalls werde ich jetzt hier nicht darum betteln, dass du mit mir sprichst. Also ruf mich gefälligst zurück, ja? Bitte. Hey, Olli. Ja, womit haben wir denn den hohen Besuch verdient? Kim wartet auf Dana. Sollte ein spontaner Mädelsabend werden, aber Dana taucht nicht auf. Kim Ansgar hier. Hör zu, ich finde, ich habe hier eine Chance verdient. Mein Gott, wie sich das anhört. Also, hör zu, ich muss dir eigentlich gar nichts erklären, aber wenn ich es schon tue, dann könntest du wenigstens die Höflichkeit besitzen und zuhören. Das ist ja wohl das Mindeste, was man erwarten kann. Hast du vielleicht was von Charlie gehört? Wieso denn ich? Du bist ihr Neffe. Ihr Neffe hat seine Seele an Teufel verkauft. Angeblich profitiere ich von Annas Familientragödie. Ich wüsste aber trotzdem gerne, ob sie gut in Palma gelandet ist. Also, wenn ich was höre, gebe ich dir Bescheid. Danke. Ja, dann schönen Abend euch beiden. Dir auch. Danke. Bitte schön, hat der Gentleman bestellt. Danke. Musst dich jetzt aber nicht küssen, oder? Wer redet denn hier von müssen? Never. Ach, komm schon. Ich sehe viel besser aus als dieser alte Schleimer mit seiner schlecht gegelten 80er-Jahre-Matte, oder? Und diese ganzen fetten Autos, die er immer fährt, die fährt er doch bestimmt nur, weil er einen ganz schön kleinen... Du suchst doch nur einen Lückenfüller wegen Helena. Sorry. Aber nee. Graf Lahnstein, suchen Sie mich? Pass auf, ich glaube, du siehst es völlig falsch. Ich bin längst drüber hinweg über diese Sache. Graf Lahnstein? Wow. Was war das denn jetzt gerade? Zum Glück hat Helena kein Fass aufgemacht. Ja, zum Glück. Du mach dir gar nichts draus, dass Ansgar nicht eifersüchtig geworden ist. Wie kommst du darauf, dass er nicht eifersüchtig war? Naja, er ist nicht gerade hinten übergefallen. Muss er doch auch gar nicht. Andi, schon mal was davon gehört, dass es Leute gibt, die sowas nicht zugeben wollen? Ja, im Inneren, da war er wirklich eifersüchtig. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Na, wie ist das Training gelaufen? Okay, Und die Zeiten, haben sie sich verbessert? Entschuldigung, aber ich würde mich gern erstmal umziehen und duschen. Hey, Eure Trainingszeiten waren nicht wirklich optimal, hm? Theresa schon mit dir geredet? Ja, nicht direkt, aber ihr Blick sagt alles. Fortschritt haben wir nicht gemacht, eher im Gegenteil. Woran liegt's? Wenn ich das so genau wüsste. Ich meine, Dionysos kommt jetzt richtig gut auf Tempo. Er ist spritzig, aber er kann die Geschwindigkeit auf der Strecke einfach nicht halten. Klingt nach einem Konditionsproblem. Seine Werte sind top, daran liegt's wirklich nicht. Woran dann? Ich weiß, es klingt bescheuert, aber ich glaube, Dionysos fühlt sich unter Theresa einfach nicht wohl. Also sie ist als Jockey wirklich spitze. Sie macht alles richtig, Aber die Chemie stimmt nicht, hm? anders kann ich es nicht erklären. Dann brauchen wir einen Plan B. Wir müssen wenigstens testen, wie Dionysos unter einem anderen Jockey läuft. Du meinst Dana? Ich sag dir Bescheid, sobald ich die Angebote verglichen habe. Ist in Ordnung. Oh, Dana. Ich glaube, du kommst genau richtig.
Schönen Dank, dass du Hagen erzählt hast, dass Dionysos gerade eine schwache Phase hat. Und dass das natürlich an mir liegt. Also erstens, Hagen ist der Eigner, also unser Boss. Und wenn er mich fragt, ob wir Fortschritte machen, was soll ich da machen, ihn anlügen? Und zweitens, ich habe ihm überhaupt nicht gesagt, dass du schuld bist. Ja, sondern? Ich habe ihm das gesagt, was ich vorher auch schon dir gesagt habe, Theresa. Du bist ein super Jockey, aber Dionysos ist vielleicht einfach nicht das richtige Pferd für dich. Oder andersherum. Was ja wohl auf dasselbe hinausläuft. Und dann hast du ihm auch noch den Floh ins Ohr gesetzt, dass er mich besser durch Dana ersetzt. Was ein Blödsinn. Hagen brauchte nur 1 und 1 zusammenzählen. Und außerdem, Dana war nur eine Alternative, falls du deine Zeiten nicht verbesserst. Also, Theresa, es liegt nur an dir. Ich krieg das Mistvieh in den Griff. Verlass dich drauf. Und egal, welche Alternative ihr noch aus dem Hut zaubert, vergiss Dana. Die wird das Rennen garantiert nicht laufen. Verlass dich drauf. Was willst du denn damit sagen? Gute Nacht. Ebenso. Was war das denn? Theresa ist sauer, weil wir über Dana als Option nachgedacht haben. Ja, ich fürchte, daraus wird nichts. Dana will auf keinen Fall für mich reiten. Ach, das wusste Theresa schon? Nee, ich glaube kaum, dass die beiden darüber geredet haben. Nein? Theresa hat gerade so eine Anmerkung gemacht, dass Dana auf gar keinen Fall starten wird. Dann hat sie vielleicht auch was damit zu tun. Was meinst du damit? Ich bin mir nicht sicher, aber ich werde es rausfinden. Theresa hat Dana erpresst? Ich hatte neulich schon mal so einen Verdacht. Aber dann hat Dana abgestritten. Und ehrlich gesagt habe ich es Theresa auch nicht zugetraut. Beziehungsweise, ich wollte es ihr wohl nicht zutrauen. Also wenn du mich fragst, gehört sie dafür gefeuert. Das stimmt. Nun, nun muss man dazu sagen, dass ich mich meiner Frau gegenüber... Du weißt schon, ich habe gerade erst wieder gesehen, wie sehr ich sie verletzt habe. Und ob du es glaubst oder nicht, ich schäme mich. Ich weiß, es geht um Dana. Ich meine nicht, dass ich mich meiner Gefühle Dana gegenüber schäme. Es ist wohl eher sie, die den Tag verflucht, an dem wir beide... Naja, lassen wir das. Hagen, ich kenne das. Jedenfalls darf Marlene auf keinen Fall erfahren, was mit Dana und mir gelaufen ist. Das bin ich nicht nur ihr, sondern auch Dana schuldig. Dionysos war eben im Schnitt fast 2 Sekunden schneller. Und das 3-mal über die volle Derby-Distanz. Sehr schön. Dann werden wir morgen vergleichen, welches Tempo er geht, wenn Dana ihn reitet. Dana? Aber wieso? Ich meine, die will Dionysos doch überhaupt nicht reiten. Sie meinen, Sie wollen nicht, dass sie das tut. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich rede davon, dass Sie ihr gedroht haben, Marlene von Dana und mir zu erzählen. Denken Sie nicht mal daran. Noch gebe ich Ihnen die faire Chance, bis zum Derby zu beweisen, dass Sie die Bessere sind. Aber wenn Marlene auch nur ein Wort von Dana und mir erfährt, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie nicht nur hier Ihre Sachen packen müssen. Sondern? Dann können Sie in ganz Europa keine Rennen mehr reiten. Ach, und Sie glauben, Sie können das so einfach? Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Und Sie wissen das auch. Unterschätzen Sie nicht das Wort eines von Lahnsteins. Wenn ich besser bin als Dana, dann reite ich das Derby. Weißt du, was Hagen eben gemacht hat? Der hat mich erpresst. Er dich? Ja, wenn ich nicht zulasse, dass Dana ab jetzt auch auf Dionysos trainiert, dann sorgt er dafür, dass ich nirgendwo mehr einen Job kriege. Das ist doch der Hammer, oder? Nein, das ist eine super Idee. Wie super Idee. Pass mal auf, ich weiß genau, dass du Dana erpressen wolltest. Also hör auf mit deinen blöden Spielchen. Was? Und wenn du mich fragst, kannst du froh sein, dass Hagen dir überhaupt noch eine Chance gibt. Wenn ich der Boss wäre, ich würde dich feuern.